Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Der Hellevator ist geschlossen, er ist vorbei, das Event ist durch und wir haben es gestern live auf Twitch übertragen. Es war ein sehr, ein sehr ereignisreiches Event gewesen und wo auf jeden Fall einiges passiert ist. Wir sind hier zuerst mal auf F24. Ich habe natürlich die Liste wieder von euch oder die Liste für euch da am Start, die der gute Tim erstellt hat. Vielen lieben Dank an der Stelle auch nochmal an Tim, dass er sich die Arbeit macht jedes Mal und diese Listen erstellt für die weltweiten Hellevator-Ranglisten. Und es war nachher am Ende dann nicht ganz so knapp gewesen, wie wir uns das erhofft hätten. Auf dem Server hat hier Oblivion, wie man sehen kann, Platz 1 geholt, Crit Happens dann mit 7,9 und Metropolis mit 7,4 Millionen Höllenmarken. Ja, wir sind hier mit knapp 5 Millionen Höllenmarken am Start, aber ich würde mal sagen, ich zeige euch mal einfach die Liste von diesem Hellevator. Und zwar haben wir hier die Endgegner auf Platz 1 weltweit mit 11,3 Millionen Höllenmarken. Ja, im Vergleich zum letzten Mal eine Differenz von 732.000. Das ist wirklich eine Menge, aber auch die Unfassbaren haben hier wirklich diesmal eine sehr, sehr, sehr krasse Leistung abgeliefert. Ja, auch mit die zweite Gilde mit 11 Millionen Höllenmarken. Dann Phoenix auf Platz 3 mit 10,7, was auch schon sehr strong ist auf jeden Fall. Gods of Light auch über 10 Millionen, genauso wie Endgegner Alpha. Also zweimal die Endgegner, die hier über 10 Millionen Höllenmarken sammeln konnten. Das ist wirklich eine absolut krasse Menge. Vor allen Dingen Phoenix hat mich diesmal wirklich sehr überrascht, muss ich sagen, weil ihr seht schon die Differenz zum letzten Mal, dass sie hier wirklich mehr als 1 Million diesmal mehr geschafft haben und damit sich halt ja wirklich Platz 3 auch dementsprechend verdient hat, ne? Ja, genau. Ansonsten seht ihr hier halt eben die Top 10. Rising Phoenix, die Gilde, in der ich noch spiele mit meinem Battle Mage, ist hier auch in den Top 10 vertreten auf Platz 9 mit 9,2 Millionen Höllenmarken. Haben hier auch gute Punkte dazu bekommen, haben allerdings keinen Rang gut gemacht. Also wir waren noch letztes Mal auf Platz 9, wir sind dieses Mal auf Platz 9. Ja, dann haben wir hier noch weitere Endgegner, die hier auch plus 17 Ränge gemacht haben. Also es ist wirklich krass auf jeden Fall, was die hier auf die Beine stellen. Und dann haben wir hier halt eben ja, die neueste Fusionsgilde auf dem Fusionsserver F24 und ihr seht schon, die haben natürlich hier einen guten Run hingelegt. Mit ihrer neuen Gilde haben sie es hier geschafft, in die Top 20 weltweit zu kommen, mit so einer frischen neuen Gilde, plus 219 Ränge natürlich dann gut gemacht und das ist auf jeden Fall wirklich eine sehr, 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 sehr starke Leistung. Das muss man einfach mal so sagen. Hut ab an der Stelle für Oblivion. Da haben sie wirklich einen aufgespielt, würde ich mal so sagen, ne? Ansonsten sind wir mit Celtic, mit der Gilde, wo mein Main drin ist, mit 7,3 Millionen auf Platz 36 gelandet, sind 6 Plätze tatsächlich dann abgestraft worden. Wir haben es schon mal besser hinbekommen, aber diesmal war es halt einfach jetzt so, dass wir jetzt nicht so krass, ne? Aber wir haben ja trotzdem uns Platz 2 geholt auf dem Server und das ist ja vollkommen fein auf jeden Fall, ne? Horizon hier übrigens auf Platz 21, hatte hier dann doch zum Ende hin dann keinen Platz verloren, aber auch keinen Platz gut gemacht. Metropolis, auch eine neue Gilde hier, beziehungsweise hier auf dem F24-Server am Start, auch schon dafür, aber sehr, 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 sehr gut hier am Performen auf jeden Fall. Und wir können mal noch ein bisschen runtergehen. Ihr könnt euch natürlich hier die Rangliste auch sehr gerne nochmal hier euch durchschauen, ob ihr euch hier selbst irgendwo seht. Hier auf Platz 135 weltweit sind wir mit der Holzfällerhütte gelandet diesmal. Wie gesagt, knappe 5 Millionen Höllenmarken haben wir und wir haben tatsächlich nochmal 15 Plätze gut gemacht im Vergleich zum letzten Mal, was wirklich sehr, sehr gut ist, dafür, dass wir halt eben keine neuen Leute großartig beziehungsweise gar nicht durch die Fusion dazu bekommen haben. Also die Holzfällerhütte ist so geblieben, wie sie auch auf W50 war und deswegen ist das für uns vollkommen in Ordnung, da wir jetzt halt eben keine stärkeren Zuflüsse verzeichnen konnten, sondern einfach so dann selbst so geblieben sind auf jeden Fall, ne? Deswegen, ja, das sind auf jeden Fall einige Gilden hier am Start mit sehr vielen Höllenmarken, ne? Und deswegen vielen lieben Dank auch nochmal an der Stelle
an Tim, der sich hier gleich danach rangesetzt hatte und dann innerhalb von, ja, ich weiß gar nicht, 2-3 Stunden irgendwie dann direkt nach Abschluss des Elevators die Liste dann hier schon parat gehabt hat und ja, der Community zur Verfügung gestellt hat auf jeden Fall. Ne? Ja, ihr seht schon, hier wird es nachher schon ein bisschen, ungenauer von den Daten her, ne? Aber so sieht das im Groben und Ganzen aus. Ja, ansonsten, ja, ihr habt es vielleicht im Titel schon gelesen und ihr seht es auch vielleicht jetzt anhand meines Equipments. Ich habe gestern mir mir bisher größten Fehler in meiner SF-Laufbahn erlaubt, an den ich eigentlich so denken kann. Also ich bin immer sehr vorsichtig mit meinen Überlegungen. Ihr kennt das ja auf meinem Main, ich musste immer alles double-checken, damit ich keine Fehler mache, so weil ich immer wenn ich zu schnell bin, dann vielleicht Flüchtigkeitsfehler mache. So, ne? Und gestern im Elevator, kurz vor Ende, wollte ich halt dadurch, dass wir einen Gegner hatten, mit irgendwie Eisschaden oder so, oder Feuerschaden, und ich hatte Feuerschaden, darauf wollte ich die Rune wechseln. Ja? Und das hat dann nicht ganz so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Oha. Einmal kurz, aber man erkennt von mir fast nichts, weil ja mit Maske im Gesicht, mit Schal, mit Cappy. Aha, warst du einer von diesen Hooligans, ja? Nein. Sturmhaube auf. Das war gegen Frankreich, glaube ich, war es. Ja. War ich kurz in der Tagesschau zu sehen. Das ist auch mal ein Erlebnis. Und die anderen, hey, seid ihr das? Ich so, guck, hab selber geguckt. Oh ja, geil. Was ist los? Ja, also ihr könnt schon sehen, ich war auf jeden Fall aus allen Wolken. Ich wusste gar nicht, was ich da eigentlich getan hatte. Ich bin auch wirklich perplex gewesen, so, weil ich hatte wirklich so gedacht, okay, ich bin hier jetzt beim Schmied und bin jetzt hier gerade, habe das Fenster geswitcht und muss hier nur noch die Waffe reinwechseln und dann auf anpassen, ne? Aber ich hatte es dann halt eben gar nicht so schnell gelesen, wie ich gedrückt gehabt habe, und habe dann einfach auf Zerlegen gedrückt. Ja, dass es hier auch keine Funktion gibt. Ne? Also, du wirst ja sonst überall gefragt, möchtest du diese Aktion wirklich durchführen? Möchtest du das wirklich so? Ne? Wenn ihr euch zum Beispiel einen Goldrahmen kauft, ja, an alle Goldrahmenhalter, ihr kennt das, man muss, glaube ich, 3 oder 4 Mal bestätigen, möchtest du wirklich den Goldrahmen kaufen? Möchtest du ihn jetzt wirklich kaufen? Ja? Und beim Zerlegen wurde man halt eben einfach nicht nochmal darauf hingewiesen. Und während ich das dann halt schon auf die Taste gedrückt hatte, habe ich schon gedacht, nein, das hast du jetzt nicht getan. Ja? Und ich musste instant, als ich das gemacht hatte, weil das so lost gewesen ist, musste ich direkt an den Clip von Paul Terra denken. Okay, let's go. Und kommt da nicht nochmal eine Waffe wieder zurück? Hey, das ist die Hexe, ne? Ja, also ich weiß nicht, was Loster ist, ob man direkt auf Zerlegen drückt oder ob man die Waffe zur Hexe bringt, in der Hoffnung, dass da eine andere Waffe rauskommt, weil man das mit der Toilette verwechselt hat. Ja, also ich weiß wirklich nicht, was schlimmer ist. Auf jeden Fall war das so bisher, glaube ich, weil es halt eine 20-mal verbesserte Legendary-Waffe gewesen ist, glaube ich, so der größte Schlitzer, der mir so passiert ist in meiner SF-Laufbahn. Ich kann mich an nichts zurückerinnern, was mehr Tragweite gehabt hat. Also klar, man hat mal irgendwo hier vielleicht sich verskillt oder mal falsch gedrückt oder irgendwie, keine Ahnung, ein anderes Item ausgewählt oder vergessen irgendwie eine Verzauberung zu machen. Alles so eine kleine Sachen, ne, die man so im Nachhinein fixen kann. Aber das war echt bitter, weil ich halt auf den nächsten LD warten musste. Ne? Im Nachhinein nicht ganz so schlimm, weil die Waffe war schon komplett alt gewesen. Wie gesagt, ich wollte mich ja auf dem Char beim letzten LD schon equippen, weil mein Equipment so alt war. Dann kam ja jetzt noch die Kompensation dazu durch die Serverfusion, wodurch
mein Equipment nochmal viel älter geworden ist, nochmal 20 Level älter. Also war die Waffe eh schon komplett alt. Ich wollte mich sowieso equippen. Jetzt habe ich halt eben, naja, die erstbeste Waffe genommen, die ich halt im Waffenladen ja, finden konnte. Es war gestern Epic-Event. Ja, es ist eine alle Attributwaffe. Sie hat aber eine Maximalrune drauf und fast eine Maximalspanne. Was für mich dann halt wichtiger ist als 3-Stat. 3-Stat wäre natürlich schön gewesen. Aber wie gesagt, ich equippe mich ja sowieso beim nächsten LD dann um. Und deswegen, ja, es ist jetzt nur temporär natürlich ein bisschen ärgerlich, aber im Nachhinein gar nicht so wild, weil die jetzige Epic-Waffe ist besser als meine alte Legendary-Waffe, weil die schon so alt ist. Ja, also so schlimm war es dann auch nicht. Es war halt wirklich nur extrem ärgerlich so, ne? Und ja, gerade weil wir kurz vor Ende des Elevators waren und ich noch pushen wollte, ja, war das dann halt eben sehr, sehr, sehr ärgerlich, ne? Am Ende des Tages habe ich sogar, glaube ich, ein paar Etagen mehr geschafft durch diese neue Waffe, die halt besser gewesen ist mit Max-Spanne, ne? Aber das ist halt, ja, steht halt auf einem anderen Blatt Papier so, ne? Naja, Mund abwischen, weitermachen, so sieht's aus. Ich bin übrigens auch diesmal Platz 1 im Elevator bei uns in der Gilde, ja, sonst war immer Meister G immer vor uns gewesen. Diesmal habe ich es einmal geschafft, auf Platz 1 zu sein, ja! Ja, aber ansonsten sehr gute Leistung von der Holzfällerhütte. Platz 5 war das Ziel, Platz 5 sind wir geworden, Platz 5 wird wahrscheinlich auch der Platz werden, den wir langfristig auf den Server hier halten werden. Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Ansonsten war es das erstmal soweit mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einen Mehrwert durch die Listen vielleicht von Tim mitnehmen und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.